Hallo meine Lieben, heute haben wir einen Tannenbaum, einen ungeschmückten Tannenbaum, wie ihr seht, hinter mir. Und wir werden es zusammen schön machen. Also ich habe folgende Sachen. Ich habe hier ein paar Kügelchen, so eine große Packung von Butlers. Hier könnte euer Werben sein, Butlers. Dann habe ich ein goldenen Band, ein paar besondere Kügelchen und einen roten Band. Da habe ich eine Idee dafür. Unser Baum ist ready. Für heute habe ich einen Spaziergang durch die Stadt geplant, bei dem ich die zentralen Weihnachtsmärkte am Rathaus und am Jungfernstieg sowie einige Shoppingstraßen besuchen möchte. Aber erst muss ich meinen Look fertig machen. Für die festliche Stimmung und um mich warm zu halten, ziehe ich einen schönen Pullover mit roter Schleife an. Nebenbei habe ich auch einen Lockenwickler für die Haare ausprobiert. Das hat allerdings wenig gebracht, was mich sehr gewundert hat, da meine Haare von Natur aus leicht gewellt sind und selbst Locken bilden, als ich eine kurze Frisur hatte. Diesmal hat es aber kaum geklappt und ich musste sie anschließend, wie üblich, mit dem Dyson stylen. Die schicken Pumps mit Absatz kann ich bei dem Wetter natürlich nicht draußen tragen. Die wechsle ich zu meinen bequemen Heranschleichern. Damit ist mein Outfit fast vollständig und ich kann endlich rausgehen, um einen Kaffee zu trinken. In der Stadt ist heute schon richtig viel los. Alle wollen unbedingt einen Hauch festlicher Atmosphäre tanken, sich die schönen glitzernden Weihnachtsdekorationen ansehen und auf dem Weihnachtsmarkt Glühwein trinken, während der Weihnachtsmann in seinem Schlitten über die Dächer fliegt. Diesen Wunsch kann ich nur teilen.
So, es wäre definitiv mein Lieblingsanfang. Aber jetzt mal ernst, wie fängt man sonst ein Video an, wenn man eine riesige rote Schleife auf dem Kopf hat? Genau so. Es war kurz vor Weihnachten. Ein Mädchen hat beschlossen, einen Tannenbaum zu schmücken. Womit sie natürlich nicht gerechnet hat, sind alle damit verbundenen Komplikationen. Denn erst muss man einen Baum irgendwo kaufen. Dann braucht man ihn nach Hause zu bringen. Und danach fehlt einem auch noch die ganze weihnachtliche Schmuck. Wie man sieht, es ist wirklich nicht so einfach. Vor allem, weil ich mich entschieden habe, einen Baum in meiner Größe zu holen. Als ich im Baumarkt war, fand ich die Bäume, die ungefähr so groß wie ich waren, am schönsten. Es gibt ja etwas magisch Anziehendes an den Gegenständen, die auf unsere Augenhöhe sind. Das Gewicht des Baums hatte ich natürlich nicht berücksichtigt. Aber meine Hauptmotivation für den Abend war, dass ich unglaublich stolz auf mich sein werde, wenn ich das alleine schaffe. Dann kam noch die ganze Situation mit dem Schmuck dazu. Ursprünglich wollte ich tatsächlich aus dem roten Band kleine Schleifen machen, um meinen Schmuck für den Baum zu vervollständigen und die Komposition vielfältiger zu gestalten. Ja, wie ihr seht, haben mich Schleifen in diesem Jahr ganz schön gefangen genommen. Aber dann habe ich festgestellt, dass bei den roten Kugeln von Butlers werden mir nun definitiv keine Werben anbieten, keine Schnüre oder eine andere Art der Befestigung vorgesehen waren. Da frage ich mich wirklich, wie sie sich vorstellen, dass die Leute die Kugeln an den Baum hängen sollen. Somit musste ich meine Pläne für Schleifen aufgeben und am Ende des Tages blieb nur ein kleines Stück des Bandes für die Schleife an der Spitze übrig. Zunächst dachte ich, dass der Baum etwas leer aussieht, aber als ich ihn mir etwas länger angeguckt habe, fand ich es sogar besser. Minimalistisch. Das passt zu mir. So, ich nehme euch ganz kurz an den Set mit. Hier passiert gerade Magic. Das ist das Licht. Kamera in der Hand kann ich euch nicht zeigen. Wegen des Shootings, das Ergebnis könnt ihr in meinem Instagram-Profil finden, bin ich heute etwas später rausgekommen. First things first, wie man sagt. Und bei mir ist das Kaffee. Ein gutes Café, das ich euch auf jeden Fall empfehlen kann, befindet sich um die Ecke am Eppendorfer Baum und heißt Nordkost. Heute habe ich Glück und mein Lieblingsbarista ist da. Ich habe einen schönen Schwann als Latte Art für meinen Flatte gekriegt. Lieben Dank. Weiter geht es zu einem kleinen Weihnachtsmarkt-Event im Überseequartier. Mal schauen, was wir dort Interessantes finden.
um das zweite Adventswochenende schön und festlich ausklingen zu lassen, besuche ich eine besondere Veranstaltung. Es ist ein Jazz- und Vinyl-Event mit Live-Musik und warmer Atmosphäre. Zunächst bereite ich mein Outfit vor. Für den Abend habe ich ein schönes Kleid aus fließendem, halbtransparentem Satinstoff in Pflaumenfarbe ausgesucht. Da es draußen richtig kalt ist, ziehe ich drunter noch einen Kaschmirpullover und selbstverständlich eine Strumpfhose an. So einen Look habe ich gezaubert. Endlich mal bin rausgegangen. Wetter ist natürlich so schön. Ja, typisch Winter in Hamburg. Heute gibt es etwas Spannendes. Und zwar eine Party, aber nicht eine Nachtparty, sondern eine Tagesparty. Tagesparty. Ich habe einen neuen Namen, neuen Konzept.
Und hier bin ich wieder. Ich bin schon auf dem Weg zurück bzw. weiter. Ich glaube, ich habe so eine Professional Deformation. Ich kann nicht lange irgendwo bleiben, wenn ich schon mit dem Content durch bin. Also wenn ich schon alles gedreht habe, was ich wollte, dann ist das für mich einfach dann langweilig. Und ich kann nicht einfach an einem Ort bleiben. Das ist bei mir ja eigentlich im Leben immer so. Deswegen jede Veranstaltung endet für mich, sobald ich halt mit meinen Sachen durch bin. Und dann gehe ich einfach woanders hin, wo es noch irgendetwas gibt, was ich ja halt sehen kann, drehen kann und so weiter. Nach einem kleinen Spaziergang durch Winterhude und einem schönen Sonnenuntergang an der Alster bin ich für einen ruhigen Abend nach Hause gekommen. Als ich vor einigen Tagen in der Stadt war, habe ich bei Flying Tiger diese schönen Ausstechformen für Kekse entdeckt. Da dachte ich, dass ich wieder meine Lieblingsbutterkekse ohne Zucker backen könnte. Für die Teigzubereitung braucht man nur 3 Zutaten: reife Bananen, Butter und Mehl. Da es heute aber ein bisschen besonders aussehen soll, habe ich für die Dekoration die mit Datteln gesüßte Zartbitterschokolade gekauft. Während viele die Harry Potter-Filme mit Weihnachten assoziieren, verbinde ich mit dem Winter die Chroniken von Narnia. In dieser zauberhaften Geschichte landet ein kleines Mädchen namens Lucy durch einen alten Wandschrank in einem wunderschönen weißen Winterwald, der Teil des fantastischen Landes Narnia ist. Als kleines Mädchen habe ich selbst davon geträumt, in ein Zauberland zu gelangen und habe oft die alten Schränke durchsucht, in der Hoffnung, einen geheimen Eingang zu finden. Übrigens kommt auch meine Liebe zu Rahat Lokom durch diesen Film. Das letzte Wochenende vor Weihnachten ist da. Und das Beste,
was man daraus machen kann, ist, sich noch mehr festlicher Stimmung zu holen. Anfangen werde ich mit einem leckeren Frühstück in einem meiner Lieblingscafés in der Stadt, Kleine Milchkanne. In dem fühlt man sich immer willkommen. Hier ist das liebevoll adventlich dekoriert, so dass die Vorfreude auf die kommenden Feiertage weiter steigt. Später gehe ich noch in die Stadt, um mir die Weihnachtsparade anzuschauen und die schön gestalteten Schaufenster der Läden zu bewundern. Es war eine schöne und fröhliche Zeit, die wir gemeinsam verbracht haben. Ich hoffe, ihr hattet im Dezember viele tolle Erlebnisse. Ich bin sehr dankbar an all jene, die meinen Kanal unterstützen und werde auch weiterhin spannende und unterhaltsame Videos kreieren. Ich wünsche euch wundervolle Feiertage und einen guten Start ins neue Jahr. Schreibt gerne in die Kommentare, wie eure Weihnachtszeit war und was Schönes ihr gemacht habt. Und bis zum nächsten Mal.